Buy and Hold ist eine weit verbreitete Anlagestrategie, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch weltweit. Und deswegen stelle ich euch heute wieder 3 Aktien für die Ewigkeit vor. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir starten sofort mit der ersten Aktie und das erste Unternehmen, das ich mir heute vorstellen möchte, ist Oracle Corp. Also Oracle sollte auch sehr vielen bekannt sein, obwohl das Unternehmen an der Börse eigentlich relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt. Oracle hat sehr interessante Produkte und Dienstleistungen. Man spezialisiert sich hier auf relationale Datenbanken und aber auch Cloud-Infrastruktur und hat da eine sehr führende Position, vor allem eben in diesen Datenbanklösungen. Wir haben jetzt gerade ein KGV von 28, zahlen eine kleine Dividende mit 0,93% und einer niedrigen Ausschüttungsquote von nur 22%. Es ist ein sehr großes Unternehmen, wir haben 480 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und man profitiert natürlich von diesen ganzen Megatrends mit KI, mit Cloud. Das ist auf jeden Fall in den letzten Monaten bzw. im letzten Jahr nochmal ein Wachstumstreiber für Oracle gewesen. Oracle ist auch im Cloud-Bereich wirklich stark aufgestellt. Man hat da eine hochintegrierte Cloud-Plattform mit ja, einzigartigen Datenbankoptimierungen, die man da eben auch als Wettbewerbsvorteil praktisch aufgreifen kann durch diese tiefgreifende Integration. Und da hat man eben auch Hybrid-Cloud-Ansätze. Das ermöglicht es dann einfach auch IT-Lösungen flexibler und skalierbarer einzusetzen. Wenn wir uns die aktuelle Lage anschauen beim Qualitätscheck von Oracle, sehen wir einen Score von 11 von 15 Punkten. Es gibt hier einen Punktabzug bei dem Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre und bei der Stabilität des Earnings per Share Wachstums und bei der Finanzverschuldung. Ja, da hatte jetzt in den letzten 5 Jahren Oracle auch mal so ein kleines Problem, was das Wachstum anbelangt. Das hat sich aber jetzt in der kürzeren Vergangenheit wieder deutlich gebessert. Bei dem Dividendenscore sehen wir einen Score von 14 von 15 Punkten. Also da sieht es sehr gut aus. Man hat da auch schon eine kleine Kontinuität aufgebaut und hat ein Dividendenwachstum im Schnitt der letzten 10 Jahre von 12,79%. Wenn wir uns die aktuelle Bewertung ansehen, dann sehen wir halt schon, dass Oracle jetzt gerade deutlich überbewertet ist. Und ich denke auch, dass da jetzt mal eine Korrektur ansteht. Sollte jetzt hier auch nochmal das Wachstum wieder abflachen, dann ist da definitiv eine Korrektur ja, überfällig. Das muss man auf jeden Fall hier im Hinterkopf behalten. Da hilft dann eben dieser ganze Megatrend und so weiter auch nichts mehr. Sollte man natürlich jetzt weiterhin dieses Wachstum ja, beibehalten, dann könnte sich das ganze Bewertungsszenario nochmal nach oben verschieben. Ja, wir sehen jetzt hier die Dividendenhistorie der 16 Jahre und eine Prognose. Also ja, schon eine kleine Historie hier aufgebaut und es soll auch in den nächsten Jahren mit Dividendensteigerungen weitergehen. Die Analysten raten gerade mit 58% zum Kaufen und 42% raten hier zum Halten. Wenn wir uns den Total Return anschauen im Vergleich zum S&P 500 in den letzten 5 Jahren, sehen wir auch, dass Oracle eigentlich über die ganzen 5 Jahre den S&P 500 gut outperformen konnte. Gerade so ab Jahr 2023 hat sich die Schere immer weiter auseinander bewegt und Oracle ist da jetzt in den letzten 1,5 Jahren zu einem wirklich rasanten Outperformer geworden. Davor war man länger mal sehr nah auch am S&P 500 und hat ihn nur ganz knapp outperformt. Aber da wird sich eben noch ja, zeigen, wo sich da der Kurs hinbewegt. Ja, jetzt schauen wir uns hier mal den Chart von Oracle an. Eben jetzt erstmal ja, den sehr, sehr langfristigen Chart, der uns natürlich jetzt hier wieder so ein erstes Bild über die Lage geben soll. Also wo befinden wir uns, in welcher Marktphase befinden wir uns. Und wir sehen eigentlich, dass wir hier schon einen schönen langfristigen Aufwärtstrend haben bei Oracle, der halt sehr gemächlich läuft. Und gerade jetzt hier seit 2022 haben wir einen starken Push nach oben, der sich jetzt auch aus diesem Trendkanal hier ausgelöst hat und hat sich so ein bisschen von der normalen Trenddynamik her entkoppelt. Jetzt ist es so, die wichtigste Zone ist auf jeden Fall hier so im Bereich von 130 US-Dollar. Das Fibonacci Retracement liegt aber erst hier unten bei 113. Deswegen wäre für mich schon die erste Unterstützung hier auf jeden Fall 130, aber dieser Hauptbereich mit dem Hoch aus 2021 wäre jetzt eben hier in dieser grünen Zone
und da müssten wir jetzt mal eine Korrektur um 33% nach unten fahren. Für mich ist das Unternehmen jetzt gerade auch so ein bisschen in einer Übertreibungsphase gefühlt, aber das hängt jetzt eben auch mit dieser neu geweckten Fantasie zusammen und da muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Es kann natürlich auch durchaus der Fall sein, dass sich jetzt hier dieser Trend beschleunigt und dass jetzt nur ein kleiner Rücksetzer auf die 130 vielleicht erfolgt und das dann schon ein guter Einstieg sein kann. Das bleibt also abzuwarten. Jetzt im Moment ist auf jeden Fall mal eine Korrektur nötig. Wir sehen auch hier schon erste Anzeichen einer Top-Bildung. Wenn die Aktie hier bei 130 ist, könnte man sich das nochmal genauer ansehen. Ist auf jeden Fall langfristig schon ein spannendes Unternehmen und ich finde auch, dass es zu Unrecht einfach ja, viel zu sehr unterm Radar fliegt. Ja, wir gucken jetzt auch wieder weiter und zwar zum nächsten Unternehmen. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen, hat auch eine nette Korrektur hingelegt. Bevor wir dazu kommen, wenn dir solche Videos gefallen und du mehr von mir sehen möchtest, auch vielleicht meine Meinung zu Einzelaktien oder einfach ja, noch ein paar unbekanntere Wachstumswerte, Dividendentitel vorgestellt bekommen möchtest, lass doch auf jeden Fall einen Daumen für dieses Video da. Glocke anmachen nicht vergessen, weil dann verpasst du nämlich auch nichts und es ist für mich indirekt wirklich eine extreme Hilfe und es motiviert mich auch einfach weiter dran zu bleiben und für euch Videos zu produzieren. Danke auf jeden Fall. Jetzt schauen wir zum nächsten Unternehmen. Das ist nämlich Linde PLC. Wir haben eine echt interessante Situation jetzt bei Linde. Also in Linde hat jetzt ein KGV von 28, da haben wir wieder etwas an Bewertung abgebaut. Dividendenrendite von 1,3%, 30% Ausschüttungsquote, also sehr gesund und 205 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Linde ist ja der Marktführer für Industriegase, also man ist da führend in Gasen wie Sauerstoff, Stickstoff, Argon und in Spezialgasen und man ist auch weltweit führend in dieser Wasserstofftechnologie und da auch, man hat da einfach die Innovationsführerschaft bei diesen nachhaltigen Lösungen auch für saubere Energie. Generell ist es ein relativ geschlossener Markt. Man teilt sich jetzt hier das unter wenigen Konkurrenten und Mitbewerbern auf. Die können wir jetzt uns hier auch nochmal anschauen. Eben Linde, Air Liquide, Air Products, Nippon Sanso und Mesa Gases for Life sind da so die Hauptplayer. Also der Markt, der teilt sich hier auf wenige Unternehmen auf und es ist natürlich hier sehr schwer für neue Unternehmen in diesen Markt einzudringen. Linde ist natürlich auch ein weltweit diversifiziertes Unternehmen und ist da wirklich extrem breit aufgestellt, das sehen wir unten rechts. Und auch die Umsätze sind global schön verteilt mit 44% in Amerika, 26% EMEA und 20% in APAC. Also da sieht es wirklich gut aus. Im Qualitätscheck sehen wir einen Score von 13 von 15 Punkten. Hier gibt es nur Punktabzug bei der Eigenkapitalrendite und beim Earnings per Share Wachstum. Sonst alles in Ordnung. Dividendenrendite, ja, da gab es jetzt eben hier Durchschnitt der letzten 3 Jahre und für die nächsten Jahre ein paar Punktabzug, aber mit 10 von 15 Punkten. Ich denke schon, dass das auch noch ein akzeptabler Score ist. Man hat jetzt eben auch schon eine Kontinuität von 31 Jahren hier bei Linde. Wenn wir uns die aktuelle Bewertung anschauen, das ist jetzt auf Basis des letzten Jahres, sehen wir, dass Linde kurz davor steht, ja, den fairen Wert zu erreichen. Wenn wir uns die Charttechnik gleich noch ansehen, dann werde ich euch noch generell was zu meiner Meinung sagen. Auf jeden Fall sollte man jetzt schon mal Linde ganz weit oben auf die Watchlist legen, also vielleicht knapp unter Novo Nordisk und ASML und so weiter. Ich glaube, dass Linde jetzt vor auch mal einer größeren Korrektur vielleicht stehen könnte. Piotrowski F-Score haben wir auf jeden Fall 6 von 9 Punkten, ist ganz akzeptabel. Wir sehen jetzt hier nochmal die Sales by End Market, also wo letztlich dann Gase auch gebraucht werden, sowas wie im Gesundheitsbereich, natürlich auch im Lebensmittelbereich, Elektronik, Chemie ganz ausschlaggebend auf jeden Fall, natürlich aber auch generell in der Industrie und hier auch in der Metallfertigung. Ja, Linde hat es auch geschafft, in den letzten 4 Jahren den S&P 500 out zu performen. Das sehen wir noch unten, also in jedem Jahr hier eine deutlich bessere Performance als der S&P 500 hingelegt. Wenn wir uns die Dividende anschauen, haben wir eine nette Historie und die Prognose sagt auch, dass die Dividende weiter steigen soll. Die Analysten raten mit 67% zum Kaufen, 27% sagen halten und nur 7% raten zum Verkauf. Und ich sehe hier Linde auch sehr stark, ist ein sehr schönes langfristiges Unternehmen. Wir können jetzt hier auch im Chart im Vergleich zum S&P 500 feststellen, dass Linde ja, den Gesamtmarkt outperformen konnte. Es gab mal so ein paar Jahre, da war es ein bisschen langsamer und man hat sich da aber in letzter Zeit etwas weiter entkoppelt vom S&P 500 und ich denke schon, dass man sich jetzt wieder mal annähern wird an den S&P. Das sehen wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten, aber für mich
dennoch, also es ist einfach ein so stabiles Unternehmen, ein eingesessenes Unternehmen, das ist dann eben völlig in Ordnung, wenn man dann nur noch leicht besser wie der S&P 500 läuft. Bevor wir uns jetzt den Chart anschauen von Linde, wenn du hier noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker, wo du echte Schweizer Aktien handeln kannst und ja, der ist einfach wirklich sehr günstig. Note 1,7, Stiftung Warentest, kann ich dir hier Finanzen Net Zero empfehlen. Da kannst du dir jetzt hier eine 25 € Neukundenprämie abholen und mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung kannst du mich auch indirekt unterstützen. Vielen Dank. So, gucken wir uns auf den Chart an hier von Linde. Da wird es jetzt wieder sehr spannend. Wenn ihr da generell mal Lust habt, vielleicht auf eine größere Analyse zu Linde, dann jetzt ab in die Kommentare schreiben. Wenn euch das interessiert, vielleicht auch meine Meinung, dann können wir uns Linde mal noch genauer ansehen und nicht nur ein paar Minütchen. Auf jeden Fall langfristig haben wir da einen schönen dynamischen Aufwärtstrend bei Linde. Der ist absolut ja, hervorstechend. Sehen aber jetzt auch, dass wir hier oben kurz davor stehen, so eine kleine Top-Bildung zu bauen. Ja, die wird dazu führen, dass wir hier jetzt praktisch eine Korrektur einleiten. Also wir stehen jetzt ganz kurz davor, hier auf Wochenbasis den Trend zu neutralisieren, mehr oder weniger schon Abwärtstrend einzuleiten, weil wir hier fast einen Doppeltop ausbauen. Also wenn wir jetzt hier 411 US-Dollar unterschreiten, denke ich, dass diese Korrektur noch ausgeweitet wird. Und ich habe hier ganz klar im Auge diese Zone. Also 330 bis 350 US-Dollar, das wäre so die Golden Pocket Zone. Also wenn wir da runterkommen, wäre es schon ein sehr interessanter Kauf. Alternativ wäre für mich hier noch so eine Chance zur Stabilisierung um die 400 US-Dollar. Da werde ich jetzt Linde auch nochmal ganz genau beobachten. Es ist ja immer so, wir sehen ja dann die Kaufsignale, wenn sich jetzt hier oben die Bodenbildung baut und ein Kaufsignal generiert wird, dann würde ich zum Beispiel hier oben einsteigen. Oder wenn es eben dann hier erst hier unten erfolgt, dann eben da unten. Aber es ist natürlich immer keine Anlageberatung. Ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Im Moment finde ich Linde noch nicht spannend für den Einstieg. Also ich finde es jetzt fundamental. Ja, wird schön langsam interessant, aber charttechnisch sieht es jetzt im Moment eher so aus, als würden wir hier mal eine größere Korrektur wieder bekommen. Vielleicht in diesem Ausmaß wie 2022, aber es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt einfach mal seitwärts laufen. Das würde der Bewertung natürlich auch durchaus mal gut tun. Ja, jetzt schauen wir weiter zum letzten Unternehmen und das, denke ich, ist auch relativ unbekannt und kennt vielleicht der ein oder andere von euch noch nicht. Und zwar geht es hier um Dover Corporation. Ja, Dover fertigt spezialisierte Industrieanlagen, also sowas wie Pumpen, Flüssigkeitsmanagementsysteme, Drucklösungen, aber auch Verpackungstechnologien und Kältetechnik für zum Beispiel die Lebensmittellagerung. Also ihr hört schon, auch eine hohe Diversifizierung einfach in einem stabilen und wachsenden Markt, in dem Dover hier tätig ist. KGV 24, leicht über 1% Dividende, wirklich eine gesunde Ausschüttungsquote von 25% und eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden. Auch hier können wir uns mal die Financial Highlights anschauen, die Dover so mitbringt. Wir sehen hier 8,4 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2023 und 1,1 Milliarden Free Cashflow. Und man bezahlt jetzt hier schon seit 68 Jahren eine sich steigernde Dividende. Also es ist auch ein sehr spannender Dividendenwachstumswert für jeden, der diese Strategie fährt. Und wir sehen auch unten, dass hier die ja, Segmentmargen hier jedes Jahr schön langfristig gesteigert werden konnten. Im Qualitätscheck haben wir einen Score von 12 von 15 Punkten im Moment. Da gibt es nur Punktabzug beim Umsatzwachstum und bei der Stabilität des Umsatzwachstums sowie bei der Finanzverschuldung. Bei der Dividendenrendite sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Hier gibt es wieder nur einen Punktabzug in der Finanzverschuldung und sonst hier 14 von 15 Punkten. Das Einzige, was etwas nachteilhaft ist, dass das Dividendenwachstum jetzt in den letzten paar Jahren deutlich schwächer geworden ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das jetzt mal wieder ändern wird, weil in der älteren Vergangenheit konnte man hier schon etwas höhere Dividendensteigerungen auch erwarten. Deswegen vielleicht auch mal hier ein interessanter Turnaround-Play. Ja, wenn wir uns den Fair Value anschauen, sind wir im Moment relativ stark überbewertet mit circa 30% Überbewertung und deswegen sollte man jetzt hier vielleicht auch mal noch eine kleine Korrektur abwarten. Piotrowski F-Score 7 von 9 Punkten, also da sieht es immerhin gut aus. Hier nochmal die Umsätze verteilt nach Segmenten, also wir sehen hier sowas wie Equipment, irgendwelche Produktionsteile, aber auch Consumables bzw. Komponenten, also ein relativ schöner Umsatzmix.
Also hier sehen wir jetzt die Dividendenhistorie der letzten 25 Jahre und da könnt ihr auch eben feststellen, dass in den letzten Jahren das Dividendenwachstum sich etwas verlangsamt hat, aber davor war es eben sehr stark. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man jetzt hier wieder zurückkommen könnte auf diesen doch etwas stärkeren Dividendenwachstumspfad. Deswegen für mich auch spannend hier für einen, ja, Dividendenwachstumsanleger. Sollte man nochmal genauer vielleicht anschauen, was da Dover selbst dazu sagt, wie da die Strategie aussehen soll. Die Analysten raten im Moment zu 63% kaufen und 37% sagen hier halten. Ja, im Vergleich zum S&P 500 sehen wir aber leider, dass Dover über weite Strecken den S&P 500 underperformed hat, also lief schlechter als der breite Gesamtmarkt in den USA. Das ist natürlich etwas, was man schon im Hinterkopf behalten sollte. Deswegen eignet sich das vielleicht auch eher für Anleger, die da was Stabiles suchen, also ja, eine Aktie für die Ewigkeit eben. Ich denke jetzt nicht, dass so ein Maschinenbauer so einfach wegrationalisiert werden kann. Das ist auf jeden Fall gegeben, ähnlich wie es bei Linde ist. Es ist ein eingesessenes Unternehmen, da ja, ist es einfach sehr schwer für neue Player reinzukommen. Darum geht es ja in erster Linie und da ist man auf jeden Fall durchaus in einer guten Marktstellung. Ja, jetzt vergleichen wir jetzt hier nochmal alle drei Aktien, bevor wir uns gleich nochmal den Chart anschauen von Dover. Hier die drei Aktien, da sehen wir, dass Oracle am besten gelaufen ist, danach Linde und dann natürlich der S&P 500, Dover hier als Schlusslicht. Ja, jetzt gucken wir nochmal einen genaueren Chartverlauf an von Dover. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Unternehmen schon kanntet. Ja, ist ja ein interessantes Unternehmen auf jeden Fall. Könnt ihr euch auch mal genauer anschauen. Wir sehen auf jeden Fall auch hier, dass das Unternehmen in einem langfristigen oder die Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend tendiert, der auch immer wieder mal so stärkere Korrekturphasen durchläuft. Und ja, jetzt haben wir natürlich, wir sind hier auf Allzeithoch, also ist jetzt akut jetzt nicht irgendwie eine langfristige Kaufchance, die sich jetzt gerade bietet bei Dover. Aber ja, es sind eben die Aktien, die ganz oben stehen, die man jetzt auch mal auf die Watchlist legen kann und da mal eine Korrektur abwarten ja, darf. Und hier wäre jetzt mal die erste Zone so bei 185 US-Dollar und sonst eben hier wieder unten bei 160. Da wäre es definitiv mal spannend. Und ja, hier bleibt es eben abzuwarten, ob jetzt wieder dieses Dividendenwachstum zurückkommen kann bei Dover. Mal sehen, im Moment haben wir jetzt eine Dividendenrendite von knapp über 1%. Da könnt ihr mir mal gerne eure Meinung dazu sagen. Ich meine, die Payout Ratio ist ja wirklich sehr niedrig hier bei Dover. Deswegen durchaus spannende Situation. Ja gut, das waren jetzt die drei Aktien, die ich euch heute mal ja, vorstellen wollte. Auf jeden Fall in diesem Moment einfach mal mit diesem Video interagieren, gerne kommentieren, abonnieren, einen Daumen nach oben da lassen, hilft mir sehr viel weiter. Und jetzt habe ich noch mal einen kleinen Hinweis, wenn ihr Lust habt, in den Discord-Channel von mir zu kommen, da könnt ihr mir Fragen stellen, wir können uns austauschen über die Börse, über Einzelaktien etc. Gerne einfach auf meinem Kanal gehen, da gibt es den Link, da könnt ihr einfach kostenlos beitreten, ist jetzt nochmal für ein paar Wochen kurzfristig freigeschaltet, wird dann wieder geschlossen, also wer Lust hat, gerne beitreten und falls du jetzt noch wissen möchtest, wann ich Novo Nordisk Aktien kaufen würde, kann ich dir dieses Video empfehlen, auf jeden Fall noch auschecken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, danke für die Aufmerksamkeit und ciao.